Schönen Vormittag, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, lieber Peter Sloterdijk. Ich freue mich ganz besonders, dass du mit deiner lieben Frau den Weg hierher gefunden hast und uns die Chance gibst, ein paar Minuten oder vielleicht auch eine Stunde ein bisschen mehr an deiner Denkgewalt anzudocken. Ich muss gleich zu Anfang erklären, wie es zu diesem Titel kommt, investigatives Singen. Nach einer Veranstaltung letztes Jahr, die wir gemeinsam bestreiten durften in der Elbphilharmonie, hat mir die Beatrice ein E-Mail geschrieben und da stand dann ein Absatz drinnen: Peter möchte unbedingt noch über das Thema des investigativen Singens sprechen. Und wie dann die Idee kam, dass du uns hier besuchst, da habe ich mir gedacht, etwas Besseres kann mir nicht passieren, als dass es dann auch eine offene Frage deinerseits gibt, in der die Kategorie des Singens vorkommt, mit der ich mich zumindest seit einigen Jahren beschäftige. Ja. Und das war dann für mich eigentlich, so wie man so schön sagt in Österreich, aufgelegt, dass wir das in den Titel nehmen. Also eröffne ich gleich neugierig, weil ich weiß es bis jetzt nicht. Lieber Peter, was ist investigatives Singen? Ja, es ist zunächst mal einfach ein Derivat einer Erfahrung, die ich mehrere Male gemacht habe im Laufe der vergangenen Jahre, wenn ich mit Musikern gemeinsam auf einer Bühne war. Es gibt ja nichts Schöneres als ein gut gespieltes Konzert, aber das Zweitschönste ist ein Konzert mit Unterbrechungen, mit einer Probe. Und wenn man sozusagen die Probe selber als eine Situation begreift, in der dass die Analyse mit der musikalischen Performance verknüpft wird, dann steht ein etwas anderer Raum. Also ich selber fühle mich bei Proben fast wohler als bei Konzerten, weil man dann den Musiker noch unterbrechen darf und dass er nicht in dem Modus der feierlichen Aufführung, des musikalischen Ernstfalles sich befindet, sondern noch dieses Zögern vor dem Ton, ja, das Zögern vor dem Einsatz, das Zögern vor der Behauptung der musikalischen These als einen besonders kostbaren Moment empfindet, weil da könnte es nochmal in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ich habe das einmal besonders eindrucksvoll erlebt im Beethoven-Jahr vor einigen Jahren, als in Bonn das dortige Orchester unter seinem Leiter mit mir zusammen so ein Gesprächskonzert über die Eroica gemacht haben. Und es war einer der schönsten Momente für mich musikalisch überhaupt, dass wir das, was man sonst im Gesprächskonzert mit dem Pianisten hat, ja, mit dem Leadsänger, hatten wir diesmal mit dem ganzen Orchester. Also ein Gesprächskonzert mit dem ganzen Orchester. Und wir haben ein paar Mal diese Eröffnungsschläge, mit denen die Eroica beginnt, ja, mehrmals nacheinander ausgeführt. Und haben dem Publikum irgendwie erklärt, wie es ist, wenn Beethoven das Orchester als Ganzes einmal mit einem Tutti-Schlag insgesamt in eine Art Gesamtschlagzeug umwandelt. Ja. Es gibt dann für 2 Takte lang nur noch ein Schlagzeug, also eine Überpauke, eine Übertrompete, eine Überposaune, die kündigt etwas Ungeheuerliches an. Und dann löst sich, das haben wir mehrmals gemacht und ich glaube, das hat das Gehör des Publikums profund verändert. Und dann habe ich nur noch einen Satz hinzugefügt. Damit war meine Aufgabe als Konzertstörer bereits erledigt. Ich habe einen Satz von Nietzsche zitiert, der höchst einschlägig ist für die Eroica. Er sagt, weil das ja im Register des Erhabenen sich abspielt, er sagt, das Erhabene entsteht durch den Sieg, den das Schöne über das Schreckliche davonträgt. Und ich glaube, damit war von der mentalen Seite her sozusagen eine ideale Voreinstimmung gegeben, um dann die Eroica anders zu hören, als wenn sie ohne dieses verbale Podium
auf das es da aufgesetzt war, gehört worden wäre. Aber Ich heißt glaube, man geht oft in die Musik irgendwie zu nackt und zu unvorbereitet hinein und lässt sie einfach, man hört sie nicht, sondern erträgt sie im Modus der akustischen Duldsamkeit. Und das ist eigentlich nicht das, was mit der Musik, zumindest mit der großen romantischen Musik des 19. Jahrhunderts gemeint ist. Also im 18. Jahrhundert gab es sehr viel Musik, die nur auf Duldsamkeit berechnet war, weil die Aristokraten ja währenddessen geredet haben. Nicht? Also die meiste Musik war Hintergrundmusik. Nicht? Und dann kam aber der Ernstfall der Musik. Es kam das Solokonzert, es kamen die musikalischen Momente, wo das Ohr oder die Ohren, ich weiß auch nicht, woher dieser merkwürdige Singular kommt, dass man immer sagt, das Ohr, dabei haben wir doch zwei. Nicht? Man sagt aber auch das Ohr, ja, dass man das Ohr sozusagen in die Knie gezwungen hat vor dem Ton. Das hat es früher in der Weise kaum gegeben. Peter, ich möchte da eine Frage hineinschmeißen, weil du sagst, dass im 18. Jahrhundert die Musik auch so gebaut, konstruiert und gemeint war, dass sie in einem Hintergrunde auch laufen konnte, vor dem man sich aristokratisch unterhalten hat. Wir sind hier im Nikolaus Hanukkah Zentrum und Nikolaus Hanukkah hat die Musik des 18. Jahrhunderts in einer ganz anderen Form aufgeführt. Und das tun wir heute auch. Also mit der gesamten Belebung der alten, sogenannten alten Musik, ist das es ist ein anderes Verständnis davon. Ja. Glaubst du, macht das einen großen Unterschied, dass es möglicherweise von den Komponisten anders gemeint war, oder hätten sich die Komponisten damals schon gewünscht, dass sie die Aufmerksamkeit, so wie dann im 19. und im 20. Jahrhundert bekommen hätten, für die reine Darbietung ihrer Musik? Ja, aber das ist eine von den Paradoxien unserer Zeit, dass wir mit dem Ohr des 20. Jahrhunderts alte Musik hören. Und wir erfüllen die Wünsche von Komponisten des 17., 18. Jahrhunderts mit den Mitteln der Gegenwart. Ja. Und wir schenken ihnen sozusagen rückwirkend Ohren, die es in ihrer eigenen Zeit möglicherweise noch nicht gegeben hat. Ich glaube, in dem Zusammenhang war ja Harnoncourts Funktion so außerordentlich, weil er die Musikgeschichte um einige Jahrhunderte tiefer angelegt hat, als diejenigen, die nur von der Wiener Klassik her gekommen sind. Das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Aber ich habe die Frage nach dem investigativen Singen noch nicht Ich wollte gerade das wieder beantwortet. Denn was heißt denn investigativ? Also normalerweise, den Ausdruck kennen wir ja nur im Zusammenhang mit Journalismus. Ne? Ja. Aber dass Sänger Ermittler sein können, darauf sind wir ja in der Regel nicht gefasst. Ne? Da vielleicht ein Hinweis per Analogie vorausschicken. Im Wintersemester 1951/52 hat Martin Heidegger, damals schon hochbetagt und hochberüchtigt, in Freiburg eine Vorlesung gegeben, eine Einführungsvorlesung für Studenten, die jetzt wieder zu ihm kommen konnten in die Vorlesungen. Und er hat da einen Vortrag gehalten unter dem etwas rätselhaften Titel „Was heißt Denken?". Und in seiner schelmischen Art des Redens war natürlich von vornherein der Doppelsinn des Wortes heißen angesprochen. Denn man kann diesen Titel doppelt hören. Was heißt Denken im Sinne von, was bedeutet eigentlich Denken oder wie geht Denken? Ne? Aber der tiefere Sinn ist dies, was bringt uns eigentlich zum Denken oder welches ist die Macht, die uns den Auftrag, was heißt uns denkend zu existieren, erteilt. Ne? Und das löst sich dann bei ihm auf in einer Differenzierung zwischen dem besinnlichen Denken, dem meditierenden Denken, das sozusagen unter dem Auftrag des Seins stattfindet und das mehr fragend als antwortend verfährt, und ein was er kalkulierendes Denken nennt, das eigentlich nur dem Willen zur Macht oder der Sorge um die Besorgung von bestimmten,
Sachverhalten sich vollzieht. Jetzt übertragen wir einfach mal diesen Gedanken auf das Singen. Ja, jetzt frage ich dich, Ja. was heißt denn singen? Ja, ich habe mich ein wenig vor dieser Frage gefürchtet. Erzählst du uns im Sommersemester 2025 eine Einführungsvorlesung ganz große Frage zum Thema, was heißt singen? Naja, ich kann dem auf unterschiedlichste Arten ausweichen. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, ich kann nicht sagen, was Singen ist. Ich könnte nur singen, was Singen ist. Singen ist eine Äußerungsform, die eine andere ist als nur Sprache. Es ist das klingende Wort. Und in der Kategorie des Klingenden, in der Kategorie der Musik liegt etwas, was wie so viele Künste sich nicht durch eine andere Disziplin beschreiben lässt. Also das ist vielleicht der leichteste Versuch, der Frage in Wirklichkeit zu entgehen. Aber lasse mich es ähnlich versuchen wie du in einer Übersetzung. Singen ist Ausdruck von Empfindung. Und das klingende Wort, da ist zuerst ein Gedanke, der einen Text formuliert und dann kann der Sänger die Resonanz dieses Textes in sich suchen und von dieser Empfindung berichten. Und das Berichten von Empfindung passiert mitunter in Musik. Und so wie der Kleist, der sagt, der spricht von der allmählichen Verfertigung des Gedankens während des Sprechens, was in deiner Disziplin wohl stattfindet, dann gibt es vielleicht die allmähliche Verfertigung der Empfindung während des Singens. Also, und das bringt aber mich auch zu einer Frage, die mich brennend interessiert. Wie empfindest du Denken? Ja, das Denken empfindet sich selber eigentlich nicht, sondern nur in dem Moment, wo es sich überrascht. Dann tritt eine Empfindung hinzu. Oder im Modus von Evidenz. Also es gibt natürlich das Gefühl, dass wenn man die Wahrheit sagt und weiß, dass man die Wahrheit sagt, dann taucht sozusagen ein schwebendes Ausrufezeichen auf, das sozusagen über jeder Silbe, die du hervorbringst, mitwandert. So, ja. Und du hast gewissermaßen so ein Gefühl, dass über einem wahren Satz irgendwie so eine große Fermate ausgespannt ist und sich selbst zustimmt. Nicht? Aber ich glaube, beim Singen gibt es schon auch ein Element von Reden. Also man singt doch auch, um Recht zu haben, oder nicht? Im Moment ja. Im Moment sicher. Also das ist dann wieder, würde ich sagen, ein Aspekt der Profession oder des Berufes. Also ich glaube schon, dass es an der Notwendigkeitsgrenze ist, dass wir, wenn wir es richtig gut machen wollen, dass wir in dem Moment, wo wir singen, wirklich daran glauben, dass das jetzt zu sagen ist, was zu sagen ist. Sonst ist es eine Pose und eigentlich schon ein Problem. Also das Singen, so wie ich es meine, und wenn wir mitunter muss ich Sachen singen, die ich nicht so unbedingt richtig finde, weil ich dafür gut bezahlt werde und ein Dirigent sagt, ich will dieses Stück aufführen. Aber mit meinem Idealszenario darf ich mir Texte und Musik aussuchen, zu denen ich eine ganz starke Empfindung habe. Und dann will ich auch Recht haben mit dem, was ich da meine. Ja, eben, aber das heißt, also, da ist schon also das Motiv dabei, den Gesang als eine Verkörperung einer starken Emotion. Ich meine, ich habe das früher als Kind eher bei Schlagersängern wahrgenommen. Nicht? Also, ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern, mit welchen Augen, wie Peter Alexander mit den Augen geklimpert hat, wenn er versucht hat zu denken, was er singt. Ich weiß nicht, da war er irgendwie so, da war er so plötzlich, so ganz echt. Ja. Und diese Art von plötzlicher Echtheit habe ich immer ein wenig dann misstraut. Und er hatte auch so eine brechtianische Phase
Brecht hat ja sozusagen versucht, ein neues Schauspiel zu kreieren, indem er den Schauspieler von seiner Rolle trennt und dem Publikum signalisiert, ich spiele das jetzt nur, aber ich meine es nicht. Ja. Aber das ist natürlich für die Oper und für das Lied wäre eine falsche Einstellung. Nicht? Also, es sei denn, man möchte parodieren. Nicht? Ja, aber da gibt es auch unterschiedliche Positionen dazu. Ich habe dazu viel zu diskutieren. Nicht, ob es überhaupt machbar ist und möglich ist, dass man im Moment wirklich in Empfindung und in etwas Echtem ist, ob es der Versuch der Produktion von etwas Echtem ist, dass ich bekenne, dass ich daran glaube. Also ich glaube, dass das im Endeffekt die Illusion des Echten, die man als Sänger, als Musiker, als Darsteller im Moment aber, so wie du sagst, Recht bekommen wollend so stark meint, dass sie eine gewisse Realität in sich trägt. Ja. Ich singe aus Identifikation. Ja, also es gibt ganz viele Sänger und das ist auch also historisch, auch im Liedgesang, die ganz große Liedsänger, bei denen ich immer das Gefühl habe, die sagen, mein Freund hat ein Problem. Ja? Also die sagen immer, das geht nicht um mich, ja, sondern das ist wer anderer. Also nicht aus der Identifikation, nicht aus dem Ich. Und ich bin ein bekennender Verfechter des Ich-Sängens. Also ich glaube, es ist wichtig, dass der Wilhelm Müller, der den Text zur Winterreise schreibt, fremd bin ich eingezogen. Und der Schubert sich versteht und sich spürt und sagt, ich komponiere es und dann ich mit einem Pianisten, einer Pianistin sage und ich meine jetzt, wer ich bin. Aber ich glaube, wenn wir diese Frage, was heißt singen, nochmal aufnehmen von der Seite dieser Grundempfindungen, von denen du sprichst, aus denen heraus dann die Geste des Singens, also das Ertönen, also was die Stimme überhaupt in Bewegung setzt. Das sind doch so Grundstimmungen da, das könnte man übrigens auch in der Heideggerschen Terminologie sagen. Das sind so Grundstimmungen, die entweder einen Mangel, ein zu wenig an Bezug zur Wirklichkeit oder ein zu viel ausdrücken. Und ich glaube, dieses Gefühl des zu wenig beziehungsweise des Mangels ist ja in dieser musikalischen Grundform der Klage gegeben. Nicht? Also ich würde sagen, was heißt singen? Da gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Klage oder der Jubel. Und dazwischen liegt das Gerede. Also auch die Musik hat ihr Gerede, also dieses Palando und dieses so untermotivierte Plätschern. Ja, also, aber das ist eine sehr romantische Auffassung. Sehr romantisch. Der Heinrich Heine, ich finde, in seinem Gedicht Der Atlas, das der Schubert auch vertont hat, gibt es einen Mittelteil, den B-Teil. Und da heißt es, stolzes Herz, du hast es so gewollt. Ja. Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich oder unendlich elend. Stolzes Herz und jetzo bist du elend. Und ich glaube, es ist ein unheimlich spannender Text über die auch Pose des romantischen Dichters oder Künstlers, der eben sagt, entweder überschwänglich alles oder so, aus beiden schöpfe ich meine Kunst und da erzähle ich, aus beiden singe ich und in der Mitte ist das bourgeoise Geschwätz, dem ich mich nicht widmen möchte. Und in der Konsequenz auf sich und seine Zeit bezogen, sagt der Heine dann, jetzo bist du elend. Aber da bringst du aber jetzt noch eine dritte Grundpose her, nämlich den Trotz, nicht? Der ja auch prometheisch vorkommt, nicht? Oder in der Winterreise, in dieser trotzigen will kein Gott auf Erden sein. Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Nicht? Also da wird diese Geste des Aufschwungs, aber die hat bereits das Versinken in den melancholischen Pol, den Trauerpol zur Voraussetzung und bei der Überwindung der Trauerhaltung
kann dieser trotzige Ton auftauchen. Aber was ist dann mit dem Bericht? Also in dieser Zweigliederung von zu viel oder zu wenig, wo ist die Ballade? Wo ist die Haltung des Singens, die auch davon handelt, dass man auf eine Bühne geht und man nicht sagt, ich habe zu viel oder ich habe zu wenig, sondern man sagt, ich habe eine Geschichte und die erzähle ich euch jetzt. Und ich glaube, dass das auch eine, eine ganz tiefe und alte Wurzel auch des Singens ist, der Bericht. Nicht? Also wenn wir in die Ja, Antike zurückschauen, da war das Singen doch ja, auch ganz viel, ja, so halt jetzt Tageszeitung oder die Schlacht von da und dann hat er das gemacht. aber das führt jetzt zurück bis zu den ältesten Anfängen der rhapsodischen Gesangskultur, die Sprechgesang ist. Ja. Die also nicht Ausdrucksmusik ist, sondern Sprechgesang. Äh, diese versgebundene große Erzählung wurde ja auch in einem halb musikalischen Ton gesungen. Ja, nenne mir Muse, den Mann, den vielgewanderten. Äh, damit wird erzählt. Aber das ist eine ganz andere musikalische Funktion als die in der Ausdrucksmusik, weil das ist die Musik, die den Mythos transportiert. Ja. Und der Mythos ist einmal sehr schön definiert worden als eine Form der Erzählung, die zur Wiederverwendung bestimmt ist. Ja. Das heißt, also eine Ballade, die nur einmal gesungen wird, ist gar keine Ballade. Und die Ilias wäre nicht die Ilias und die Odyssee wäre nicht die Odyssee, wenn sie nicht die Gesänge wären, die über Jahrhunderte in einem ganzen Volk gesungen worden sind. Ja, mit anderen. Überhaupt ein Grieche war ein Mensch, der im Notfall imstande war, an einer bestimmten Stelle der Odyssee weiter zu singen. Ja, es gab ja sogar Rhapsodenwettbewerbe, wo sich die Sänger gegenseitig herausgefordert haben irgendeine entlegene Stelle aus der Ilias ausgesucht, haben ein paar Verse angesungen, haben dann plötzlich aufgehört und der Herausgeforderte musste dann weiter singen. Das nannte man Hypolepsis, das heißt von unten ranspringen, um die Stelle zu finden, wie es weitergeht. Und das waren, wie soll ich sagen, schon also sehr ernsthafte Beschäftigungen für sozusagen diese singende Männlichkeit in griechischen Tagen, die sozusagen mit der Identitätsbildung für ein ganzes Volk zu tun hat. Und die Mythen sind natürlich eben als Geschichten zur Wiederverwendung diesem lyrischen Gebrauch eher entzogen. Die eigentliche Lyrik fängt eben mit der Klage oder mit den Jubeltönen an. Nicht? Also wir haben ja auch in der griechischen Lyrik eben diese ersten echten großen Elegien. Eleos heißt ja griechisch der Jammer und die Elegie ist die musikalische Form, die der Trauer und der Klage zugeeignet ist. Und die Hymnen sind die musikalische Form, mit denen man die Sieger feiert. Darf man nicht vergessen, ein Großteil der griechischen Dichtungen, Pindar und andere, sind Hymnen auf Olympiasieger. Die kriegte ja keine Goldmedaillen, sondern der Sieger bekam eine Hymne. Und man hat gehofft, dass er sie versteht. Aber meistens hat man hat man in den Hymnen die Sieger daran erinnert, dass sie nicht hochmütig werden dürfen, weil die Siege letzten Endes von den Göttern überwacht werden und dass er sich nicht zu viel einbilden soll. Und er wird zugleich immer vor der Hybris gewarnt. Also du darfst siegen, aber du darfst nicht diese tödliche Gefahr der Selbstüberschätzung, die mit dem Sieg gegeben ist, du darfst der nicht erliegen. Aber wo ist die Unterscheidung oder wo ist der Unterschied gedanklich im Sprechgesang und der Ausdrucksmusik, wie du sie nennst? Sprechgesang begegnet uns in der Literatur ganz deutlich wieder beim Schönberg im 20. Jahrhundert, der dann aus der Spätromantik wiederkommt und sagt, das ist jetzt wieder Sprechgesang, findet dafür eine eigene Notation
Das sind dann Noten, die Kreuze haben an Strichen und da ist einiges, also er berichtet auch in Texten darüber, der Alban Berg übernimmt es, schreibt aber nicht dazu, wie man es tun soll, aber wir reden da von Sprechgesang. Im 20. Jahrhundert knüpft der wieder an eine Art der musikalischen Berichterstattung aus der Antike an oder ist das nicht begrifflich verbunden? Ja, ich glaube, das sind so Quellen für verschiedene Gattungen gewesen. Die Ballade ist, glaube ich, auch eine Form, die sozusagen als Kurzepos aus der Rhapsodik in die lyrische Musik übergegangen ist. Aber in der neueren Oper ist ja vor allem in der italienischen, ist ja diese Differenz zwischen dem Parlando-Passagen und den Arien sehr deutlich ausgeprägt und da ist so eine sprechgesangliche Komponente dabei. Das hat natürlich damit zu tun, auch dass die Textbuchdichter des 17., 18. Jahrhunderts unendlich viel Zeug geschrieben haben, die von den Komponisten gar nicht alle vertont werden konnten. Deswegen musste man, weil die Arier immer einen Augenblick der Verlangsamung bringt, also eine Insel der musikalischen Seligkeit darstellt, in der die Zeit ein wenig stillsteht und wo die Handlung aufhört und sozusagen eine Meditation der Situation ausgeführt wird. Nicht? Und um die Handlung wieder zu beschleunigen oder voranzutreiben, kommen die Parlando-Passagen und so. Also diese Dualität zwischen dem Sprechgesang und der Arie ist schon auch in der modernen Musik noch da, obwohl sie dann bei Wagner verwischt wird. Nicht immer zum Vorteil. Ja, bis dahin haben wir auch das Rezitativ. Das Rezitativ ist ein ganz essentieller Teil also vor allem in der Oper. Ja. Also aus dem Barock bis zum Mozart und dann noch weiter ist das Rezitativ, das ist eigentlich ein Sprechgesang. Ja. Beim Nikolaus Harnoncourt durfte alles gemacht werden, nur nicht ein akkurater Notenwert. Also es musste immer frei sein, damit es so nah wie nur möglich an das Sprechen herankommt. Ich möchte trotzdem noch einmal zurück und einhaken, weil es mich doch zu sehr interessiert, nämlich über das Denken und die Empfindung des Denkens. Das hallt mir noch sehr nach. Weil du sagst, es gibt dieses Empfundene, die Empfindung des Ausrufungszeichen, wenn man die Klarheit und die denke ich, wird kompliziert, hat man in einer Empfindung, dass es jetzt stimmt, was man sagt. Da bin ich jetzt beim zweiten Teil des Titels, der heißt Der poetische Beweis. Da ist ja auch die gleiche Idee, die du mir unterstellst, nämlich das Recht haben wollen. Ja, wenn du antrittst das ist vielleicht ganz falsch, oder wenn du deiner Arbeit nachgehst im Denken, dann freust du dich wahrscheinlich über den Ausrufungszeichensmoment, dass etwas Wahres und möglicherweise Wahrhaftiges hier dir begegnet. Was beweist dir die Wahrheit? Worin liegt in dieser Empfindung, dass dir klar ist, das wird jetzt standhalten? Und meine nächste Frage, die dranhängt, und dann musst du das bitte erklären, ist, wenn du diesen Gedanken gefasst hast, ist der schon ein Satz? Ist das dann ein Satz, der fertig ist, den du nehmen kannst und dann aufschreibst und dann erfreust du dich am Ausrufungszeichensmoment? Ja, es gibt ja, was das Denken angeht, eine ganze Skala von inneren Zuständen, die man so bezeichnen kann. Normalerweise findet ja so ein permanentes Geplaudere im Gehirn statt, das so in Form eines inneren Monologs oder eines inneren Polyloges weiterströmt. Und das in der modernen Literatur, etwa bei Schnitzler und einigen anderen Autoren, dann auch zu der literarischen Form emporgehoben worden ist. Nicht? Man denkt an Leutnant Gustl oder an Fräulein Else. Da wird sozusagen der innere Monolog zu einer eigenen Kunstform erhoben. Und das sieht man Denken als sozusagen inneres Geplätschere von Sorgen und Vorstellungen. Aber der Begriff des Denkens, wenn er ein bisschen mehr näher an die philosophische, wissenschaftliche Szene
heranrückt, steht er dann unter der Frage, ist denn das wahr, was ich sage? Und dann ist das Denken die Suche nach den Begründungen. Ja. Und, Für etwas, was du schon dann, empfindest? und dann kommt man einfach eher in einen Bereich, der sehr viel mit autohypnotischen Funktionen zu tun hat. Nicht? Am Ende will man ja so denken, dass man sich selber Recht gibt. Nicht? Aber dieses sich selber Recht geben ist eine sehr trügerische Aktion. Nicht? Nietzsche war der Virtuose in der Beobachtung solcher Vorgänge. Er sagt, es gibt so einen kleinen inneren Dialog, den er beschreibt. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Und am Ende gibt das Gedächtnis nach. Also auch das ist etwas, was mit Denken zu tun hat. Also alles, was irgendwo auf dieser inneren Bühne sich abrollt, kann unter diesem Oberbegriff gefasst werden. Aber am Ende sind nur, im strengeren Sinn, nur die Funktionen als Denken zu bezeichnen, die entweder bei der Arbeit der Begründung gebraucht werden oder bei der Suche nach Axiomen, also nach so Sätzen, die so wahr sind, dass man sie hinter sie nicht zurückgehen kann. Und in dieser Haltung hat etwa Wittgenstein diesen ersten berühmten, übrigens auch von Grund auf falschen Satz des Traktatus Logico Philosophicus geschrieben: Die Welt ist alles, was der Fall ist. Aber gerade Musiker müssten gut verstehen können, warum der Satz nicht richtig sein kann, weil der Fallsein ist ein Modus, der sich nur auf das bezieht, was in Aussagesätzen gesagt werden kann. Aber die Frage ist, was gehen uns Aussagesätze an? Wenn wir unser wirkliches Leben anschauen, kommen die Aussagesätze nur in Ausnahmesituationen vor, etwa vor Gericht oder wenn wir in der Zeitung stehen als Unfallopfer. Aber ansonsten stellen wir Fragen, fluchen wir, bitten wir, jammern wir, jubeln wir. Der Aussagesatz kommt sozusagen eben in unserem alltäglichen Leben so gut wie gar nicht vor, eben ausgenommen in juristischen und wissenschaftlichen Sondersituationen, wo es darum geht, Dinge zu explizieren. Ja. Aber Wittgenstein war natürlich viel zu klug, um lange auf diesem Standpunkt zu verharren und hat dann eben diese Wende zu der Sprechakttheorie, zu der Sprachbildtheorie zu vollziehen, wo dann eben die Sätze endlich eingebettet werden in Lebenshandlungen. Und dann haben wir eine ganz andere Art von. Und ich würde sagen, das kann man für die Musik auch machen. Also wenn wir sagen, Musik ist alles, was ertönt, ja, dann wären wir so ungefähr wie am Anfang des Traktatus. Dann sozusagen, oder Musik ist sozusagen ein tonales oder atonales Geräusch. Ja. Aber vielleicht stimmt es dann gerade doch zu sagen, frei nach Wittgenstein, worüber man nicht sprechen kann, darüber kann man singen. Ja, eben, da sind wir genau beisammen. Ja, aber das ist der Punkt, oder? Ja, weil das Singen ist eben nicht das Aufstellen von Aussagesätzen, nicht? Sondern das Singen fragt und das Singen klagt und das Singen jubelt. Nicht? Ich will ja noch eine Lanze brechen für das Jammern, weil ich sage, ohne... Gerne. Ich meine, die meisten Menschen jammern ja ohne Musik. Und das unmusikalische Jammern, das ist das, was so normalerweise im Feuilleton stattfindet. Nicht wahr? Aber das musikalische Jammern gehört ja eigentlich zu den wertvollsten Dingen, die die Menschheit hervorgebracht hat. Und über diese Art von Jammern hat, glaube ich, Rilke, das habe ich mir notiert, in der ersten Elegie gibt es auch diese großartige Stelle,
dass wir die so große Verluste brauchen, aus denen aus Trauer so oft seliger Fortschritt entspringt, könnten wir sein ohne die Sage, oder ist die Sage umsonst, dass nur die Klage um Linos wagende erste Musik dürre Erstarrung durchdrang, dass erst im erschrockenen Raum, den ein beinahe noch göttlicher Jüngling plötzlich für immer enttrat, das Leere in jene Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt und tröstet und hilft. Und darauf antwortet ein anderes Trauergedicht von Schiller, die Nänie, ist auch vertont. Das haben auch fast alle Menschen, soweit sie noch Büchmann-artige Gedächtnisse besitzen, im Ohr. Er sagt, auch das Schöne muss sterben. Ja. Siehe, und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn. Siehe, da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle, dass das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt. Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich, denn das Gemeine geht klanglos den Orkus hinab. Das Jammern. Und wenn du jetzt in der Stimmgattung Tenor vor mir säßest, würde ich dich jetzt auffordern, das Lamento di Federigo zu singen aus dieser Oper Adesiana, das eine der schönsten Klagearien gibt, die die Musikliteratur hervorgebracht hat. Also ich darf jammern in meinem Berufe. Du darfst jammern nach Strich und Faden. Soll jammern. Und muss ich sogar jammern. Ja. Bin ich ein stellvertretender Jammerer? Ja. Ist mein Jammern, ne, das ist mir eine ernsthafte Frage. Ich empfinde hin und wieder mein Tun und meinen Beruf als, ich sage manchmal so, ich bin öffentlicher Bekenner. Ja, also ich stellvertretend für all die Menschen, die im Publikum sitzen und in ihrem Leben keinen Platz haben, ihre Menschlichkeit zu bekennen, gehen in einen Konzertsaal und dürfen mir zuhören, wo ich stellvertretend für sie mit der größtmöglichen Intensität, die im Normalleben unerträglich wäre, auf einer Bühne tue. Und das kann, mitunter habe ich das Gefühl, die größte Nähe zu dieser Selbstäußerung der eigenen Menschlichkeit sein, zu der sie imstande wären. Ja. Macht das Sinn? Ja, als Berufsbezeichnung? Ja, unbedingt. Nicht? Weil ja die... also ich bin Profi-Jammerer. Ja, aber du hast natürlich da die große Philosophie auf deiner Seite, denn Schopenhauer zum Beispiel, für den ja die Musik sozusagen das Ertönen des Weltgrundes selber in einer unbegrifflichen Form ist. Die Musik klagt ja von sich her die Verluste des Lebens an, ja, oder überhaupt klagt darüber, dass es aus der Verlegenheit des Daseins gar nicht heraus kann. Ne? Und darf der Mensch im Zitat jammern? Ja. Also ist es legitim, wenn wir einigen uns darauf, dass das selbstmitleidige Jammern im Alltäglichen keinen guten Platz hat. Ja. Im Zitat ist das was anderes? Ja. Wenn du zitierst, darfst du jammern. Die Menschen möchten gerne nicht die anderen jammern hören, weil sie fast alle überzeugt sind, dass sie mehr zu jammern hätten als der andere. Ja. Also im Grunde genommen, man hört Hiob nicht gerne zu, weil man selber glaubt, der bessere Hiob zu sein. Ja. Und deswegen gibt es ja auch ein leises Tabu oder ein Widerwillen gegen Menschen, die von ihren eigenen Beschwerden reden. Nicht?
Das haben eigentlich die Amerikaner am meisten ausgebildet, die ja sozusagen darauf dressiert sind, auch im größten Unglück immer zu sagen, uns geht's gut. Ja. Und wenn Sie wissen, in welchen Zusammenhängen das Wort great auf amerikanisch verwendet wird, ja, dann hören Sie ja auch diese Formel der Trump-Bewegung in einer ganz anderen Tonart. To make America great again heißt, Amerika ist in einem so elenden Zustand, dass es nur noch sagen kann, es sei great. Ja. Also, gerade ist mein Onkel gestorben, mir selber ist ein Auge herausgefallen, mein Fuß ist amputiert worden, aber mir geht's great. Ja, ja. Make you great again. Also das ist sozusagen das Jammerverbot ganz allgemein, das sozusagen als kulturelle Stimmung überall verbreitet war. Weil übrigens auch in der Sowjetunion durfte man auch keine melancholischen Töne anstimmen, weil der Arbeiter- und Bauernstaat nur Durtonarten und starke Affirmationen brauchen kann. Ja. Also ich glaube, man muss schon der Funktion des Klageausdrucks in der Musik das Wort reden, obwohl es natürlich auch einen direkten Weg sozusagen von der erlaubten Klage zur Übertreibung gibt. Ne? Damit fängt ja auch die Geschichte der Oper an. Der Orfeo enthält, ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Stellen erinnern, ich habe das vor kurzem mal mit einem polnischen Tenorbariton gehört, das ist wirklich unerhört. Da gibt es die eigentliche Höhepunktstelle dieses alten Orfeo, ist dies, wo Orfeo den direkten Weg von der Klage zur absoluten Hyperbel einschlägt. Das heißt, kaum, dass er die Lizenz zur Klage hat, wegen des Verlustes von Eurydike, hat er auch die Lizenz zur absoluten Übertreibung. Und ich glaube, der Höhepunkt der Übertreibungsgeschichte der Klage ist an der Stelle gegeben in Orfeo, wo er sagt, wenn ich wie Argos 100, nein 1000 Augen hätte und jedes dieser Augen würde ein Meer an Tränen weinen, wäre das noch nicht genug, um den Schmerz auszudrücken, den ich empfinde über meinen Verlust. Ja. Verstehen Sie? Und ich glaube, die ganze Musik entwickelt sich so in diesen Übertreibungsraum hinein. Also wir wollen ja nicht wimmern, ja, sondern wir wollen brüllen. Brüllen. Oder wir wollen auf jeden Fall der Trauer auch sozusagen den Triumph gönnen, dass sie Arie werden kann. Ja. Und dann tritt wieder der Fall ein, von dem Nietzsche spricht, wenn er sagt, das Erhabene ergibt sich, wenn das Schöne den Sieg über das Schreckliche davonträgt. Und diese große Klage, ganz große Klage des Orpheus ist diese Keimzelle der modernen Oper überhaupt, wo sozusagen einerseits die höchste Klage, aber auch das höchste Übertreibungsrecht gegeben ist. Nicht? Deswegen ein englischer Musikkritiker einmal völlig recht hatte, sagt, die Oper ist deswegen so großartig, weil sie zumindest die teuerste Art des Geräusches ist, die Menschheit bisher hervorgebracht hat. Und das ist, ja. Aber worin liegt irgendwo ist in diesem Prozess, muss eine Art von einer therapeutischen Funktion sein. Ja. Und zwar nicht jetzt nur für den stellvertretenden Klagenden, das ist wahr, sondern eine allgemeinere. Ja, das ist die Tasso-Position, nicht? Wenn der Mensch die Goethe formuliert hat. Und wenn der Mensch in seiner Qual
verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Ja. Nicht? Das ist, wenn Sie wollen, die Grundformel dieses Ausdrucksprivilegs und dieses Formulierungsprivilegs, weswegen ja auch in der Antike die Dichtung immer Anspruch erhoben hat auf Inspiration. Nicht? Also die Dichtung ist nicht die Fortsetzung des Alltagsgeplauders mit anderen Mitteln, was übrigens die große Gefahr der zweiten Wittgenstein-Theorie ist mit ihrer Sprachspieltheorie, weil das letztendlich auch eine Geredetheorie ist. Da kommt der Sonderfall der Sprache, nämlich dass ein Gott dir zu sagen gibt, was du leidest, der kommt da gar nicht vor. Und deswegen ist diese Theorie auch so beliebt, weil sie das Geplappere rechtfertigt und das große, das entscheidende Wort ausschließt. Und das große entscheidende Wort ist eben das, was in der Tasso-Variante enthalten ist. Und die Dichter der Antike haben deswegen ja Inspiration für sich reklamiert, weil sie sagen, das, was ich jetzt sage, kommt nicht von dem Gespräch der Weiber am Brunnen und kommt nicht von dem Gerede der Händler auf dem Markt, sondern es kommt irgendwo von oben. Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Und die zuständige Adresse war meistens ja Apollo. Nicht? Also deswegen haben die Sänger meistens eine Affäre mit Apollo gesagt. Oder sie haben, wie es in der Antike ja üblich war, die Gesänge immer mit der Anrufung der Muse oder der Göttin begonnen, um für das, was folgt, einen Ausnahmestatus zu erlangen. Und dazu war auch der Vers nötig. Sobald etwas im Hexameterton vorgetragen wird, hast du das Gefühl, Dionysos singt oder Apollo singt. Jetzt ist nicht mehr der kleine Apollodor, der da vor sich hin plappert, sondern sobald der Vers ertönt, merkst du, dass du in einem tempelhaften Sprachraum angekommen bist, in dem eben ein ganz anderer Ton herrscht. Ja. Aber brauchen wir die heute noch? Das ist ja. Brauchen wir heute noch den Apollo und Euterpe und Polymnia und die Rechtfertigungskategorien, die uns die Inspiration leihen? Ja, wir brauchen das nicht, aber wir brauchen nach wie vor das Gehör für den Unterschied zwischen dem Gerede und dem wahren Wort. Ja, Richard Strauss erhebt den Konversationston. Und das ist sehr schwierig, weil wir neigen ja so zur Einebung dieser Differenz. Aber man muss hören, dass es da Unterschiede gibt. Ja, wenn Hölderlin in dem Gang des Angenkens die Konversation lobt, dann tut er das aber in einem Ton, wo man merkt, das ist eine Stufe darüber. Da sagt er, denn gut ist ein Gespräch, zu sagen des Herzens Meinung, zu reden viel von Tagen der Lieb und von Taten, welche geschehen. Da hörst du den himmlischen Verston und du weißt, du bist sozusagen jetzt in einem Sprachtempel, wo ganz andere Töne herrschen. Und sogar wenn alles sich ins völlig in eine Scheinprosa auflöst, wie beim späten Ben, musst du trotzdem spüren, dass du im Sprachtempel bist. Das ist der Schluss von seinem großartigsten späten Gedicht, Menschen getroffen. Da beschreibt er so junge Frauen, die in der Nacht im Selbststudium da sitzen, mit einer Stirne hell und klar wie Nausikaa und trotz ihrer kläglichen Lebensumstände so hell und freundlich sind. Und da formuliert er am Ende so eine Zeile in absoluter Prosa. Er sagt, ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, woher das Sanfte und das Gute kommt. Weiß es auch jetzt nicht und muss nun gehen. Das ist eben jetzt die Frage, da brauchen wir keinen Apoll dazu. Ja. Man braucht das Gefühl, dass wenn man so eine Zeile liest, dass man dann irgendwo in
in einem Ausnahmezustand der Sprache sich befindet und dass dieser Unterschied zwischen dem Gerede und der Poesie sich wirklich spontan vollzieht und dass die Meisterwerke sich selber erklären müssen. Die haben meistens keine guten Helfer mehr, aber dafür haben wir eben Sänger und die großen Interpreten. Aber ich möchte jetzt nicht nur für das Jammern eine Lanze gebrochen Genug haben, gejammert. obwohl wir beide sozusagen als Qualitätsjammerer jetzt schon unseren Mann gestanden haben. Aber du empfindest dich auch als Qualitätsjammerer in deiner Arbeit? Ja. Ja? Ja, also wenn es mir passiert, zu Hause zu singen, dann meistens, wenn ich in einer traurigen Stimmung bin und dann wandle ich durch die Korridore, ja, und der Nachbar meint wieder, es hat ihn wieder erwischt. Ja. Was singst du? Ja, irgendwie so aus der Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen Echt die das? Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort keiner mehr. Wie bald? Solche Sachen. Also wenn du das gesungen hast, geht es dir gleich besser. Also doch wieder Therapie. Ja, das ist, Also das ist autotherapeutisches Unterfangen. Aber jetzt will ich sagen, Schluss mit dem Gejammer. Schluss mit dem Gejammer. Sondern wir haben jetzt sozusagen noch eine zweite wichtige Aufgabe zu erledigen, weil jetzt eben diese zweite Grundstimmung, aus der die musikalische Affirmation kommt, die braucht jetzt auch einen Verteidiger. Der Jubel. Und das ist der Jubel. Ja. Also es gibt das Hochgefühl, das ist eine anthropologische Tatsache. Es gibt Menschen in Normalstimmung, es gibt Menschen in der Depression und es gibt Menschen im Hochgefühl. Und die Euphorie hat auch ihre eigene Musik. Ne? Und diese Hochstimmung will eigens ausgedrückt werden. Ja. Es gibt auch hierzu, wie für alles, bei Nietzsche die zuständige Formulierung. Er sagt in seinen späten Abhandlungen über die Götzendämmerung, sagt er, man ist dankbar für sich selbst. Dafür braucht man einen Gott. Ja. Und dieser Selbstbezug, der durch das Hochgefühl entsteht, also wo man sozusagen nahe bei den Göttern ist, das hat eine musikalische Äquivalenz. Und was macht der Jubler Florian Wösch? Ich meine, es ist ich finde der Jubel ist schon ganz wichtig und ganz, ganz spannend. Aber also der Jubel, das Euphorische ist in dem, was sehr viel meiner Arbeit ausmacht, im romantischen Liedsingen geht es da ganz viel um das Verliebtsein und um die Liebe. Ja. Und das findet in mannigfaltigster Art und Weise statt, natürlich. Auch unterschiedlich bei den Komponisten. Beim Schubert ist immer ein bisschen etwas Trauriges im Jubel dabei, was ihn so spannend macht. Nicht? Ja. Aber auch immer der Gegensatz. Ich denke jetzt gerade, wenn man so rausschaut in diesen Tagen an das Gedicht vom Uhland, nicht? Der Frühlingsglaube. Die Welt wird schöner mit jedem Tag, man weiß nicht, was noch blühen mag. Also, aber was noch werden mag, das Blühen will nicht enden. Nun muss sich alles wenden. Nicht? Also dieses Positive auch im Bezug steht zu einem Problem, aus dem man weg möchte. Also auch immer das Prozesshafte. Aber gib mir ein Beispiel, wo ist das Jubelnde in der Musik, von dem du sprichst? Nun ja, also wer den ersten Teil des Weihnachtsoratoriums von Bach im Ohr hat, wird wissen, was Jubel ist. Nicht? Also also das Jubeln und Lobpreisen Gottes ist natürlich ein großes Thema. Ja, wobei ich meine eigene Erfahrung damit hineinbringen muss, dass ich sagen, der Chor allein kann gar nicht so jubeln, wenn nicht zugleich das Orchester hinzukommt. Ich erinnere mich, ich habe als Junge mal im Kirchenchor gesungen, wir haben das Weihnachtsoratorium aufgeführt und hatten 2 Monate lang nur Chorproben.
Und eines der größten musikalischen Erfahrungen meines Lebens bestand darin, als wir zum ersten Mal mit dem Orchester gemeinsam geprobt haben. Denn da war mit einem Mal, dadurch, dass die Pauken und die Trompeten dazugekommen sind, ja, war es sozusagen eine dimensionale Explosion. Und sozusagen, das ist für mich sozusagen die Urszene einer musikalischen Jubelerfahrung. Ja. Und dann diese absolute Affirmation. Ja, und da werden selbst solche Worte wie frohlocken, kann man dann ernsthaft singen. Nicht? Ansonsten ist das Wort frohlocken nur noch in der Satire möglich. Nicht? Aber hier wird es ernst. Und dieser Jubel reißt dann natürlich auch ganz lauter altmodische Figuren mit in diesen Aufwärtsstrom hinein. Und bei Beethoven wird auch viel gejubelt. Und da gibt es ja sogar Jubeljahre. Und was bei Schubert eben so herzzerreißend ist, dass er in seinen Dur-Stücken noch trauriger ist, als wenn er die Klagetonarten, also die Molltonarten verwendet. Nicht? Das ist die Stelle, über die Adorno seinerzeit gesagt hat, bei Schubert springt die Träne aus dem Auge, ohne erst die Seele zu befragen. Ja, das ist das hat eben damit zu tun, dass die Trauer hier sogar auf dieser Prachtstraße der Durtonarten vor sich hinrollen kann, was eigentlich das Ganze noch unfassbarer, aber noch wahrer werden lässt. Also aber der Jubel ist insofern eine sehr wichtige musikalische Grundfunktion, weil ja auch die Trauer ist eher die Sache des Solisten. Ja. Der Jubel ist mehr eine chorische Angelegenheit. Das Alleinjubeln ist immer ein bisschen suspekt. Es sind mehr Gruppen, die sich selber affirmieren und das Glück, wir zu sein, in einem Chorgesang zum Ausdruck bringen. Nicht? Also das ganze protestantische Kirchenlied lebt eigentlich von dieser jubilatorischen Grundtonart. Aber ich muss dich was fragen. Wenn jetzt in der Trauer es eine Art von Stellvertretung gibt, ja, weil es geht ja immer dann um diesen eigenen Grundzustand des Depressiven oder des Jubilierenden, ist der Jubel, der ausgedrückt ist in der Musik, gerichtet an eine Gottheit oder auch einen Monarchen, ein stellvertretender Jubel für eine persönliche Conditio? Ja. Oder ist er wirklich gerichtet? Weil wenn das eine Entsprechung ist, dass es in uns das entweder so oder so gibt, dann können wir ja das Objekt der Bejubelung irgendwie frei wählen, aber in Wirklichkeit geht es um unseren eigenen Ausdruck. Und wenn du berichtest von der ersten Probe, wo das Orchester mitkommt, ist der Jubel ja nicht an das Objekt gerichtet, sondern in der Empfindung der Jubelstätigkeit. Ja, aber genau. Jubel als objektlose Tätigkeit ist auch möglich. Ja. Hat aber dann irgendwie hat einen Zug zur Selbstbefriedigung. Nicht? Während ein bisschen Objektliebe beim Jubel auch ganz hübsch wäre. Nicht? Ansonsten fällt einem ja diese etwas suspekte Definition der Liebe ein, die Spinoza einmal gegeben hat. Er sagt, die Liebe ist eine angenehme Empfindung, begleitet von der Vorstellung einer äußeren Ursache. Das ist natürlich schon ein bisschen dürftig, nicht wahr? Aber immerhin, da ist schon ein Hauch von so Objektbezug drin. Und das ist nicht nur performativ. Nicht? Aber auf jeden Fall, ich meine, die ganze Barockmusik da ist der Trionfo ist ja nicht nur eine musikalische Form, sondern ist eine Grundtonart, wenn man so will. Es ist fast ein Genre. Ja. Und ohne Trionfo
und ohne das Hochgefühl des Hofes, ohne das Hochgefühl der gehobenen Gesellschaft ist diese jubilatorische Tonart nicht gegeben. Ja, aber 20. Jahrhundert, Queen, We Are the Champions. Riesiges Lied. Ja. Stadien brüllen das mit. We are the champions of the world. Ja. Ja. Also das ist ja, das ist der totale Jubel. Eine ganze sind 80.000 Menschen und sie schrien, wir sind. Das ist ein völlig anderer Begriff. Also wo dieses in diesem Jubiläum we are, wir sind und jubeln uns selber. Das finde ich eine Ungeheuerlichkeit in dem Kontext. Ja, da scheiden sich die Geister einfach in die mitsingen und die nicht. Da singen alle mit. Das ist das. Ja. Würdest du nicht mitsingen? Also, aber diese Trennung, nicht? Also die Mitsingenden und die nicht mitsingenden, das ist wahrscheinlich sind die Jammerer fühlen sich im Augenblick dieses Massenjubels, spüren dann ihre Einsamkeit doppelt. Nicht? Also, und da ist die Versuchung, mit Verachtung auf Gesang zu reagieren, ist sehr groß. Nicht? Aber das hat übrigens ja Richard Strauss in dem schönen Lied, das du gestern mit dem Sänger geprobt hast, schön ausgedrückt. Nicht? Die Verachtung des Einsamen für diejenigen, die sich haben volllaufen lassen. Die Schwätzer, verachte sie nicht zu sehr. Und verachte sie nicht zu sehr, das Heer der trunkenen Schwätzer. Dann komme hinaus in den Garten zum Rosenstrauch. Also das ist wirklich die typische Situation. Und dann jubelt er für einen Einzelnen. Das ist das ungeheuer Schöne, nicht? Dass er sozusagen diese Krönung des Geliebten mit einer Rose, mit einem Rosenkranz sich vorstellen kann. Das heißt, dass auch die Moderne kennt diese Differenz zwischen den Jubelnden und den Trauernden. Dass aber der Jubler einsam sein kann, ist, glaube ich, eher eine Errungenschaft, die seit der Romantik möglich ist, dass man auch einsames Hochgefühl formulieren kann. Das ist auch in der deutschen Sprachgeschichte leicht zu zeigen, dass also nach dem jungen Goethe sind einfach Tonlagen in der Lyrik möglich, die früher völlig unvorstellbar waren. Es gibt noch beim Goethe wunderbar in Geheimes. Da gibt es einen innerlichen Jubel beschrieben, der sich überhaupt nicht äußert. Nicht? Über meines Liebchens Äugeln stehen verwundert alle Leute. Nicht, wo er beschreibt, dass alle so hinstanden. Ich, der Wissende hingegen, weiß genau, was das bedeutet. Ja. Und das ist etwas ganz Geheimwissendes und da ist auch ein großer Jubel, ein innerlicher drinnen, der gar nicht veräußert wird, aber beim Goethe eben beschrieben, ist wunderschön. Ich habe aber jetzt noch, weil wir vorher gesprochen haben über We Are the Champions, über das Massenphänomen des sich Bejubelns. Da sind wir in der Popmusik und das ist eine Frage, die mich immer schon beschäftigt hat, nämlich ich bin angerührt, wenn ich einen Eichendorff oder Heine oder Goethe höre, lese oder mir das wer vorsingt und verdrücke ein Tränchen und bin im Affekt und dann dreht man den Fernseher auf und dann singt, du hast vorher den Peter Alexander nominiert, aber auch irgendwelche Schlagerstars singen vor großen Massen. Ich kenne die Texte jetzt leider nicht, aber halt irgendwie so ganz in weiß, also irgendwie Schlagerqualität an Veräußerung von Emotionen und Hundertschaften von Menschen sind angegriffen und weinen. Gibt es da einen Unterschied? Ist die Träne verdrückt bei der Schlagerparade eine andere als die deine, wenn du alleine im Gang Opus 39 von Schumann vor dich hinsingst? Also gibt es etwas Profanes im Affekt? Gibt es irgendwas, was profan ist und das gilt eigentlich nicht? Oder muss man das alles gleichstellen? Ich glaube gar nicht, dass es das Profane ist. Ich glaube, es gibt so das Erhabene in den Massenszenen, das sich zur Rührung
wandelt. Ja? Also Ja, aber wenn, ein Peter Alexander Schlager ist nicht leicht erhaben. Ja, nein, also ich will ihm nein, nichts Böses nachsagen, nein, aber aber also erhaben fällt mir dazu nicht spontan ein. Und ja, dennoch berührt es ungeheuer viele Menschen. ja, aber Wie geht das? ja, aber erhaben wird es dann, wenn wenn du plötzlich merkst, dass 1000 mitsingen können. Dann wird es wieder erhaben. Ja, ich glaube, ja, weil es dann der Übergang in diese chorische Subjektivität, da wirst du plötzlich entgrenzt und und durch diese Entgrenzung entsteht eine Rührung, nicht? Und dann kannst du sagen, wie Faust, die Träne quillt, die Erde Ja, hat mich wieder, nicht wahr? Obwohl in dem Fall hat dich nicht die Erde wieder, sondern die Menge hat dich wieder. Aber trotzdem, du hast plötzlich wieder Brüder und Schwestern und alle heulen. Ne? Das hat auch was Schönes. Ne? das heißt, es ist eine Erziehungsfrage, in welcher Abstufung von Raffinement wir uns bewegen, wodurch wir berührt sind und wodurch wir eher das Erhabene nicht empfinden, sondern sagen, das ist nicht für mich. Ja, Aber in der Struktur und in der ja, Qualität ist es das Gleiche. ja, würde ich schon sagen. Ja, Aber es ich gibt nämlich natürlich auch. auch Situationen, wo Menschen sozusagen die Massensituation geradezu suchen, um solche Entgrenzungen zu erleben. Also zum Beispiel die typischen Stadionbesucher, sowohl bei Popkonzerten wie auch bei Fußballspielen, die warten dort auf diesen Moment, wo diese Welle über sie hinweggeht und wo sie so diese partizipative Mystik empfinden können und einen Hauch von dem, was Freud das ozeanische Gefühl genannt hat, auch im Stadion, äh, auch, äh, auch im Konzert erleben können. Und, äh, und dann ist die Einsamkeit eine andere, weil dann ist das die Einsamkeit des Tropfens im Ozean, der aber auch im Ozean Tropfen bleibt. Das macht natürlich einen Unterschied. Das ist keine völlige fusionäre Auflösung, sondern äh, dieses Gefühl der Entgrenzung. Das sind übrigens Zustände, über die der späte Hofmannsthal sehr viel nachgedacht und geschrieben hat, dass es so etwas wie hinter der Gesellschaft so eine Art von Vereinigung gibt. Ja. Die Vereinigten, die sind die in so einer Art Nervenkommunismus oder in einem musikalischen Kommunismus so miteinander vernetzt sind. Nicht? Und die treffen sich dann vielleicht hin und wieder in der Oper und winken sich von Loge zu Loge zu. Ja. Aber ist das Aber Erhabene, wollen wir auch unserem Publikum winken? Du hast ja winken? dir fest vorgenommen, heute nicht zu singen. Das finde ich ausgesprochen schade. Ja, Denn, du hast fest dir vorgenommen, mich nicht zu begleiten. Insofern bleiben wir dabei. Das ist eine andere Veranstaltung, Peter. ja, in einer anderen, da haben wir wieder einen dritten Mann und ein Klavier. Ja, Das, können wir planen. wir planen Wir das. Ja. planen. Das Erhabene, Peter, ist das Erhabene, von dem du sprichst, nämlich auch in dem gemeinsamen Empfinden von etwas, was in einem anderen Kontext was Profanes ist. Äh, Wodurch ergibt sich dann, wenn es das ist ja dann beinahe in jedem Kontext abbildbar über etwas Gemeinschaftliches. Ja. Was ist das Erhabene? Ja, ich meine, das Erhabene in seiner strengen Definition ist ja das, was den Einzelnen an seine Kleinheit erinnert und eine Erinnerung an den Tod mit sich bringt. Ja, also wenn das Erhabene ist entweder das dynamisch Erhabene bei Kant, also das ist die Welle, die dich verschlingen kann. Deswegen hat man ja früher das Erhabene sehr häufig mit dem Ozean, mit dem Sturm auf dem Meer in Verbindung gebracht oder mit dem Schiffbruch. Denn der Schiffbruch mit Zuschauer ist eigentlich das erhabene Sujet par excellence. Du stehst am Ufer
und siehst die anderen untergehen und es tut dir so leid, als wärst du selber an Bord. Nicht? Das ist irgendwie, das ist, das ist sozusagen die Urszene des Erhabenen. Alles, was an Größe so gewaltig ist, dass es als todgebende Kraft dir begegnen kann. Ja. Und das kann in der Musik geschehen, das kann in der Malerei durch ein erhabenes Sujet geschehen. Weswegen früher ja übrigens auch die Schlachtenmalerei als das erhabenste Genre gegolten hat. Und die Landschaft war schon wesentlich weniger erhaben und dann das Genregemälde war sozusagen nur noch in der niederen Gattung. Das Schlachtengemälde hat einfach daran erinnert, dass da Männer sind, die auf Tod und Leben es miteinander angelegt haben. Also beim Erhabenen ist in der Regel das Tödliche mit in Erinnerung. Und deswegen muss ja das Schöne einen Sieg über das Schreckliche davontragen, um Erhabenes als ästhetische Größe darzustellen. Ich meine, in der modernen Kunst ist ja viel passiert, was auf eine Art Entsublimierung des Erhabenen hinausläuft. Das heißt, lass dann das nackte, Schreckliche über die Straße laufen. Nicht? Das ist ja, das sind Entsublimierungsvorgänge, die sozusagen den Widerstand des Schönen gegen das Schreckliche nicht mehr oder den Willen des Schönen, das Schreckliche zu domestizieren, nicht mehr zum Ausdruck bringen, sondern das Schreckliche unvermindert herauslassen. Nicht? Das ist mindestens seit dem 19. Jahrhundert, aber auch seit dem englischen Schauerroman, der schon im 18. Jahrhundert beginnt, ist es eine neue Form der emotionalen Konditionierung beim Menschen. Sagt, die Bürger, die leben alle viel zu ruhig, die brauchen hin und wieder ein bisschen Schrecken. Nicht? Und, so. Und dann wird der Schrecken sozusagen auch zum Konsumartikel. Und ohne ein bisschen täglichen Horror kommen wir gar nicht mehr aus. Ne? Das heißt, nichts Erhabenes ohne Gefahr. Meine, ich habe übrigens vor kurzem mal statistisch nachgeschlagen, für das Jahr 2015 in Deutschland waren 191 Fälle von Mord und Totschlag bekannt gegeben worden durch das Deutsche Bundesamt für Statistik. Ja. Aber schon an einem Wochenende hast du im deutschen Fernsehen über 250 Krimis. Also, und wenn wir davon ausgehen, dass in einem Krimi nur einer umgebracht wird, ja, haben wir schon 250 virtuelle Tote an einem Wochenende. Also offenbar ist der Konsum oder Bedarf an Schrecken nicht wirklich gedeckt bei modernen Menschen. Ne? Und ja. Weil wir sind Lebewesen, die mit Stresssymptomapparaten ausgestattet sind. Der Körper wartet auf den Ernstfall. Ja. Das kann zum Beispiel der Sänger spüren, das kann der Schauspieler spüren. Der hat manchmal ein großes Ernstfallgefühl vor dem Auftritt. Ja. Ja, weil der Unterschied zwischen hinter der Bühne und auf der Bühne ist eigentlich fast wie Leben und Tod. Ja. Ja, deswegen habe ich vorher gefragt, Erhabenes nicht ohne Gefahr. Weil das Erhabene hat was mit der Gefahr zu tun. Ja. Du bist mit dir bekannt, liebe Kollegin von mir, die Anna Prohaska, Sopranistin, spricht von ihrem Gefühl, wenn sie auf der Bühne ist, sie nennt es Todesangst. Ja. Ich habe mit ihr oft darüber gesprochen, weil ich das in der Form nicht kenne. Ich kenne auch die also Nervosität, Anspannung, auch etwas Gefährliches, das Scheitern, die Inklusion des Scheiterns, also die sich der Gefahr zu stellen. In anderen Disziplinen ist es vielleicht etwas deutlicher noch ausgeformt wie im Stierkampf. Ja? Ja. Also sich dem zu stellen, das hat etwas ungeheuerlich Erhabenes, Ja. ein guter Stierkampf. Ja. Und das lebt natürlich auch von der in dem Fall expliziten Gefahr in unserer Disziplin, in der Übertragung der Gefahr. Aber dadurch auch vielleicht die Notwendigkeit, diesem Scheitern so nahe zu kommen, wie nur geht. Wie der Nikolaus Hannakur gesagt, nur am Rande des Abgrundes geschehen die tollsten Dinge. Also sich genau dorthin zu begeben, wo man etwas so Grenzunmögliches versucht, dass das Scheitern schon im Raume ist und man es aber wieder hinaus verdrängen kann, dann haben wir eine Chance auf das Erhabene. Ja, das ist wahr. Weswegen man
fast abschließend sagen können, Musik ist nichts für Feiglinge. Das ist wohl wahr. Naja, Peter, du hast das Wort abschließend und Musik ist nichts für Feiglinge gesagt. Lange wollte ich dir noch zuhören. Wir haben schon ein nächstes Projekt wieder mit Klavier beschlossen, darauf freue ich mich. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Großzügigkeit, hier bei uns zu sein. Und Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Das war Hammer.